Wenn es um unser Internet der Zukunft geht, dann taucht immer häufiger der Name Web 3 auf. Neue Technologien, die künstliche Intelligenz, smarte Geräte, aber auch die Blockchain-Technologie, angefangen bei Bitcoin, sollen diese neue Ära des Web 3 einläuten. Hey, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Web 3 sprechen? Wie hängt das zukünftige Internet mit Kryptowährungen zusammen? Mein Thema daher heute: Web 3 und Krypto, wie Tokens unser Internet revolutionieren. Um das Thema für dich anzugehen, habe ich mir zu Gast Blockchain-Expertin Shermin Woschengehr eingeladen. Shermin ist Autorin der Buchreihe Token Economy. Sie gründete den Blockchain Hub in Berlin und leitete später das Forschungsinstitut für Kryptoökonomie in Wien. Es wird spannend, was sie uns zu erzählen hat. Von daher dranbleiben, liken, abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Hey! Du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. So, hallo liebe Shermin. Hallo. Erstmal schön, dass du da bist. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ja, danke für die Einladung. Ja, Shemin, ich habe dich als Blockchain-Expertin zu uns auf den Kanal geholt. Ich habe ein Thema mitgebracht heute. Web 3 und Krypto, wie Tokens unser Internet revolutionieren. Und darüber möchte ich mit dir heute gerne sprechen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Mhm. Und vielleicht vorab Einstiegsfrage. Viele Leute da draußen fragen sich im ersten Moment Kryptowährung. Wir sind doch hier irgendwie mit Geld und in der Finanzbranche unterwegs. Mhm. Was ist das Web 3 und wie hängt das mit Krypto zusammen? Ja, also wir sind ganz am Anfang einer neuen, sozusagen einer technologischen, aber auch sozioökonomischen Revolution. Und das ist ja eigentlich eine neue, das Web 3 ist eine neue technologische Infrastruktur, die auf dem Internet beruht, beziehungsweise das Internet im Hintergrund, wie es funktioniert, verändert. Das Rückgrat dieses neuen Internets sind diese Blockchain-Netzwerke, die den Status von wer hat was wann gemacht, also zum Beispiel wer hat welche Coins oder Tokens, das sind synonyme Worte, weitestgehend, wann wem geschickt und wer hat wie viel. Das wird nicht mehr zentral verwaltet, sondern es wird gemeinschaftlich verwaltet über kollaborative Blockchain-Netzwerke. Ja? Diese Blockchain-Netzwerke werden nicht von einer Person oder einer Institution verwaltet, sondern diese Netzwerke, die haben da gibt es ein öffentliche sozusagen Spielregeln, wir nennen das Blockchain-Protokoll, und die beruhen auf einem Open Source Software Code, die kann sich jeder runterladen. Begonnen hat es mit Bitcoin. Bitcoin war der Anfang dieser Reise. Das Bitcoin-Protokoll war das erste Blockchain-Protokoll sozusagen dieser Art. Es konnte sich jeder runterladen auf ihren Computer. Hier dieses Zahlungsnetzwerk, wo man gemeinschaftlich eben sicherstellt, dass Bitcoin-Transaktionen richtig sind und dass die eben nicht korrumpiert werden, dass da kein Geld missbraucht wird, dass hier kein Double Spending stattfindet. Das wird gemeinschaftlich verwaltet und da kann jeder daran teilnehmen, ohne sozusagen Erlaubnis von zentralen Verwaltern. Einfach indem ich mir dieses Protokoll runterlade. Es ist eigentlich ein kompletter Paradigmenwandel. Und sozusagen, wir reden immer über Bitcoin, das Asset, also die Kryptowährung auf Deutsch, Ja, ja, ja. ein Kryptoasset, vergessen aber sehr, sehr oft darüber zu reden, dass Bitcoin ja nicht nur die Währung ist, sondern das, was Bitcoin ausmacht, ist, dass diese Währung auf einem öffentlichen Zahlungsnetzwerk gemeinschaftlich verwaltet wird, ohne die mit einem komplett anderen sozusagen Governance oder sozusagen politischen oder Verwaltungsregeln, die wir herkömmlich kennen, wie eben Finanzdienstleister herkömmlich verwaltet werden. Und das ist das, wo sich, glaube ich, viele Leute aufhängen. Ja? Also nochmals, Web 3 ist das neue Internet, das vor allem im Hintergrund, wie das Internet verwaltet wird, Aber verändert ist von dann, zentral verwaltetem Internet zu gemeinschaftlich verwaltetem Internet.
Das Rückgrat sind die Blockchain-Netzwerke und die Hauptanwendung sind die Tokens. Diese Tokens können Währungen repräsentieren, können andere Formen von Assets repräsentieren. Ein bisschen juristischer ausgedrückt, können Besitzrechte jeder Form repräsentieren. Diese Tokens können aber auch Zugangsrechte repräsentieren. Diese Tokens können auch Stimmrechte repräsentieren. Mhm. Und ich glaube, in dieser ersten Generation, wo die meisten sich mit dem Thema beschäftigen, sehen sie halt hauptsächlich die sogenannten Kryptowährungen oder sogenannten Kryptoassets. Aber sie sehen noch nicht die vielen, vielen anderen Möglichkeiten, die wir haben, wie wir Tokens einsetzen zum Mitbestimmen über, wie Organisationen verwaltet werden, wie alleine das Bitcoin- oder Ethereum-Protokoll verwaltet wird, oder MakerDAO oder eine andere dezentrale Anwendung verwaltet wird. Das könnte ich eben auch tokenisierte Stimmrechte mitbestimmen. Zugangsrechte können über Tokens dargestellt werden. Letztendlich ist zum Beispiel Bitcoin ja nicht nur ein Besitzrecht, also ein Geld, das ich besitze und dann ausgeben kann eventuell und dann besitzt es jemand anderer, sondern Bitcoin repräsentiert auch Zugangsrechte zum Bitcoin-Netzwerk, weil damit ich Bitcoins von meiner Wallet zu zum Beispiel deiner Wallet schicken kann, muss ich dem Netzwerk und denen, die am Netzwerk teilnehmen und dazu beitragen, dass diese Tokens gemeinschaftlich verwaltet werden, auf eine sichere Art und Weise, die bekommen Transaktionskosten. Diese Transaktionskosten zahle ich nicht in Euro, die zahle ich auch nicht in Dollar oder Ethereum oder Maker, sondern die zahle ich in Bitcoins. Das heißt, genau genommen repräsentiert Bitcoin nicht nur ein Besitzrecht, also so eine Art Kryptowährung, ein virtuelles Geld, sondern eben auch ein Zugangsrecht, um das Netzwerk verwenden zu dürfen. Davon unterscheiden sich ja jetzt aber auch andere, ich sage es mal wieder, Kryptowährungen oder Tokens. Ne? Wir haben bei Bitcoin, du hast gerade erwähnt, ja doch auch eine Form von Mitverwaltung, Teilnahme am Protokoll. Aber worin unterscheidet sich jetzt zum Beispiel das Bitcoin-Netzwerk von anderen, neueren Web3-Netzwerken? Also so dieser Sprung zwischen der Weiterentwicklung. Ja, also Bitcoin war ja der Anfang der Reise. Und andere sozusagen Leute sind dann gekommen und haben gesagt, super, Bitcoin ist ganz super, aber das Bitcoin-Netzwerk schafft halt nicht sehr viele Transaktionen pro Sekunde. Ja? Und wenn wir wollen, dass viele Leute das Bitcoin-Netzwerk zum Schicken von Bitcoins, aber vielleicht auch Darstellungen von anderen Werten verwenden, dann brauchen wir mehr als ein paar Transaktionen pro Sekunde, ja? Weil sonst ist es nicht, was wir skalierbar nennen, denn dann können es nicht viele Leute gleichzeitig verwenden und dann wird es niemals eine Massenanwendung. Und aufgrund der, und da müssten wir jetzt in technische Detail gehen, das sprengt, glaube ich, den Rahmen dieser Sendung, aber aufgrund der Sicherheitsstrukturen, weil dadurch sozusagen das Bitcoin-Netzwerk ist deswegen, hat nicht so viel Bandbreite, sozusagen Blockchain-Bandbreite, Transaktionen gleichzeitig zu verwalten, weil es ja eben gemeinschaftlich verwaltet wird und nicht zentral. Dieses gemeinschaftliche Verwalten über diese spieltheoretischen Anreizmechanismen, dieses, was wir Proof of Work nennen, wenn du sozusagen mit einem Computer teilnimmst und hier ein mathematisches Puzzle löst, das mathematisch bzw. schwer ist und dadurch sehr viel Computerleistung erfordert, dann und Transaktionen hier mitverwaltest. Diese mathematische Schwere ist absichtlich, damit es schwer manipuliert werden kann, weil das so teuer wäre, dass es sich nicht auszahlt. So, dadurch wird ist das sozusagen dieses Blockchain-Protokoll, das Bitcoin-Protokoll war sehr langsam zum Beispiel. Dann sind andere gekommen und haben gesagt, das ist zwar super, was Bitcoin macht, ist toll. Das ist ein Paradigmenwandel. So eine Form von Internet haben wir noch nicht gehabt. Ja? Wir brauchten zum Geldverschicken immer Banken dazwischen. Gut, die Kunden sehen das nicht, die loggen sich ein und schicken ihr Geld und glauben, es kommt sofort drüben an. Aber was im Hintergrund eigentlich passiert, das wissen ja Kunden, Bankkunden nicht. Ja? Wie komplex das da ist und wie viele fehleranfällig und korruptionsanfällig das ist und dass wir unser Geld eigentlich gar nicht besitzen. So, und jetzt sind dann andere gekommen und haben gesagt, okay, machen wir ein Bitcoin-Netzwerk, das schneller ist, wie zum Beispiel Litecoin. Oder dann sind andere gekommen und haben gesagt, Bitcoin ist nicht anonym, es ist pseudonym. Ja? Es ist eigentlich alles öffentlich. Das
verletzt die Privatsphäre viel mehr, als sozusagen es im herkömmlichen Finanzverkehr möglich ist. Da weiß ja auch nicht jeder, der deine Bankadresse kennt, weiß auch nicht, wie viel du am Konto hast. Aber bei Blockchain-Netzwerken, wenn man, also bei Bitcoin war das so, wenn man dann deine Bitcoin-Adresse gekannt hatte, wusste man, wie viel Token oder Coins, Bitcoins du in deiner Wallet hast. Ja? Ja. Nur wollen wir das? Dann sind andere gekommen und haben gesagt, machen wir doch ein anonymeres Blockchain-Netzwerk. Und die haben dann Monero und Zcash und alles Mögliche gemacht und jetzt neuere. So. Und dann kam Ethereum und die haben gesagt, es war super, was Bitcoin macht, nämlich diese native, sozusagen dieses Netzwerkgeld, Bitcoins von A nach B zu verschicken. Aber warum verwenden wir nicht sozusagen diesen Mechanismus des gemeinschaftlichen Verwaltens, um über Tokenisierung jede Form oder über Smart Contracts, das man damals genannt, diese Smart Contracts, so speziellen Form von Smart Contracts, Token Contracts, jede Form von Rechte gemeinschaftlich zu verwalten, andere Assets. Ja? Und da gab es dann, was weiß ich, da gehen wir jetzt schon zurück in der Blockchain-Geschichte, da gab es Mastercoin und Colored Coins, die haben das als einer der ersten probiert und dann wurden die aber von Ethereum überholt. Und Vitalik Buterin, der damals eigentlich an ich glaube, beiden Projekten, Mastercoins und Colored Coins, mitgearbeitet hat, der hat gesagt, wir können nicht die Bitcoin-Logik nehmen, wir müssen ein bisschen eine andere Logik nehmen. Und hat mit einer anderen Logik eben jetzt ein neuerliches, also eine neue Form von Blockchain-Netzwerk aufgebaut, die auch gemeinschaftlich verwaltet wird, aber eben auch wieder eine andere Geldpolitik hat und wo über sozusagen gesamte Smart Contracts verwaltet werden können. Also was dann andere Leute wiederum den dezentralen Weltcomputer, also da können nicht nur Assets von A nach B geschickt werden, sondern jegliche Vertragslogik kann gemeinschaftlich verwaltet werden. Genau, also das ist angesprochen. Das eine ist ja DeFi mehr und das andere ist Web3. Vielleicht nochmal so dieser Sprung zwischen der Geldstruktur. Ja, nein. Was ist der Unterschied? Ja, genau. DeFi, ich verstehe die Frage. Das Wort DeFi hat sich dann, also was Ethereum gemacht hat, es hat sehr einfach gemacht, dass ich jetzt nicht mein eigenes Blockchain-Netzwerk brauche, um mit meinem eigenen Netzwerk-Token, um einen eigenen Netzwerk-Token zu kreieren, sondern dank Ethereum konnte jeder auf der Ethereum-Plattform seinen eigenen Token über einen Smart Contract herausgeben, verwalten und diesen sozusagen sagen, okay, wir vergeben jetzt so und so viele Tokens, an diese Tokens sind diese und jene Rechte gebunden. Dafür könnt ihr uns Geld zahlen oder ihr könnt das verdienen, indem ihr bei unserem Netzwerk produktiv seid, zum Beispiel bei MakerDAO dafür versorgt, dass ihr den Stable-Token stabil verwaltet. Und wenn ihr den Nachweis bringt, dass ihr Netzwerkleistungen hier oder DAO-Leistungen gebracht habt, dann könnt ihr den Token verdienen oder ihr zahlt uns Bitcoins oder Ether oder Fiat-Geld dafür, dass ihr diese Tokens bekommt und diese Tokens sind dann Anteile vielleicht an einer Organisation. Das heißt, Ethereum hat es sehr einfach gemacht, dass jeder seine eigene dezentrale Organisation oder seine eigene Tokens erstellen und verwalten kann, basierend auf Smart Contracts. Und diese Smart Contracts werden auf dieser öffentlichen Infrastruktur, dem Ethereum-Netzwerk, gemeinschaftlich verwaltet. Da ist dann plötzlich viel Innovation entstanden. Innovation, die in Bitcoin vielleicht stecken geblieben ist, weil Bitcoin einfunktional war und Ethereum war multifunktional. Ja. In diesem sozusagen, durch die Tatsache, dass jeder seine eigenen Anwendungen leicht auf Ethereum erstellen konnte, auf dieser öffentlichen Infrastruktur mit wenigen Zeilen Code, sage ich jetzt einmal salopp, ja, sind viele Anwendungen entstanden und die ersten Anwendungen, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, sowohl öffentliche als auch finanzielle Aufmerksamkeit, waren die dezentralen Finanzdienstleistungen. Also vor allem erst die ersten Stable-Tokens, und hier ist dann das Wort Decentralized Finance entstanden.
Aber genau genommen war der Anfang sozusagen von Decentralized Finance Bitcoin. Bitcoin Ja. ist der Ursprung von DeFi. Deswegen zu sagen, da ist DeFi und da ist Bitcoin und da ist Web3 und da ist Krypto und da ist Blockchain, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Das sind weitestgehend synonyme Begriffe, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden sind. Manchmal gibt es zwischen den unterschiedlichen Blockchain-Netzwerken, das sind so wie Internet-Sippen, so Tribal Mhm. Wars entstanden, wo sie gesagt haben, ach, also die ersten Bitcoiner haben gesagt, Blockchain, das ist eine Erfindung des Kommerzes, und dann beziehungsweise hier im kommerziellen Bereich hat man lieber Blockchain viele Jahre lang verwendet, weil man sich von Bitcoin distanzieren wollte, aber es ist dasselbe. Also das Bitcoin-Netzwerk war das erste Blockchain-Netzwerk. Ja. Also es gibt kein Mhm. Blockchain-Netzwerk ohne Bitcoin. Das war ja der Also Anfang es der Reise. Ja. geht Das im heißt, Grunde, politisch, genau, man hat sich dann vielleicht manchmal politisch distanzieren wollen. Bei DeFi war das einfach so, dass es viele Jahre später entstanden ist aus diesem Ethereum-Ökosystem. Da hast du schon recht, aber genau genommen ist Bitcoin der Anfang von DeFi, auch wenn der Begriff erst mhm. später sozusagen entstanden ist, als auf Ethereum sehr viele dezentrale Finanzdienstleistungen aufgebaut wurden. Wie ist es jetzt? Wir haben aktuell das Web 2 noch vorliegen. Es gibt ja verschiedene Theorien und wo siehst du so dieses Thema Konkurrenz Web 2 oder Integration von Web 2 zu Web 3? Du bist ja auch ganz stark mit Internet-Startups und so in Kontakt. Was sind da die derzeitigen Entwicklungen? Also wie geht man damit um? Mhm. Naja, wir leben ja noch im Web 2, in dem wir ähm, zentral verwaltete soziale Netzwerke verwenden. Ich weiß nicht, welche du verwendest, wahrscheinlich Twitter, YouTube auf jeden Fall, ne? Durch deinen YouTube-Kanal. Genau. Du bist total im Web 2 eingebettet. Die meisten von uns haben irgendwelche, sind zumindest bei einem sozialen Netzwerk dabei, wenn nicht bei mehreren. Diese sind zentral verwaltete Internetplattformen, wo ein privater Anbieter, kann ganz privat sein, oder Shareholder haben, die über eine Aktiengesellschaft öffentliche Shareholder haben. Und das sind aber weitestgehend private Anbieter, also ähm, vielleicht Google, genau, Meta. Google, Meta, Twitter, deine Bank ist auch ein privater Anbieter. Wenn du deine Bank verwendest und jetzt Internetdienste deiner Bank verwendest und da jetzt nicht in die Filiale gehst, was die meisten heute ja nicht mehr machen, Hm. dann verwendest du den Web 2-basierten zentralen Dienst deiner Bank. Und dann gibt es auch ein paar, die zwar öffentlich oder über Foundations verwaltet sind, wie zum Beispiel Wikipedia, aber die Daten im Hintergrund sind zentral verwaltet. Ja? Das heißt, alle Daten, sozusagen die Anwendungen laufen, werden von zentral verwalteten Servern, die unter der Kontrolle dieser privaten oder öffentlichen Anbieter sind, zentral verwaltet. Und wir als User haben weder eine Kontrolle, was mit unseren Daten passiert. Ja? Wir können nur Hm. das Recht, Einverständnis zu irgendetwas geben, aber was wirklich damit passiert, wissen können wir zu keinem Zeitpunkt kontrollieren, weil diese hinter der Firewall dieser privaten Server liegen. Und wir können auch nicht mitbestimmen, sozusagen, was die Regeln von Meta sind. Ja, also wenn Meta jetzt oder Twitter, jetzt X, oder TikTok sagt, wir werden den Algorithmus jetzt ändern oder die Spielregeln ändern oder was es zum Beispiel kostet, hier Member zu werden oder nicht kostet oder wie auch immer. Hm. Das wird zentral vom Management-Team dieser privaten Firmen oder der Organisationen oder des Staates, auch Dienstleistungen des Staates, dann entschieden. Da habe ich als User nicht die Möglichkeit mitzubestimmen. Bei Bitcoin habe ich gewisse, je nachdem, was für eine Art von Stakeholder ich im Bitcoin-Netzwerk bin, selbst als einfacher Bitcoin-User, wenn ich meine eigene Wallet habe, also wenn ich das nicht über eine Exchange oder einen Dienstleister meine Tokens verwalte, sondern wenn ich sie wirklich selber verwalte, kann ich über einen User-Activated Hard Fork oder Soft Fork mitbestimmen, in Ausnahmefällen, ob das Protokoll geändert wird oder nicht, und also nicht wie es geändert wird, das entscheiden dann andere, aber sozusagen ich kann dann mitstimmen, abstimmen, ob ich dafür bin oder dagegen bin.
Ja, das kann ich bei meiner Bank, bei Meta, bei X und bei Wikipedia. Gut, Wikipedia ist ein bisschen eine Ausnahme, weil es schon auch ein bisschen über den Verein gemeinschaftlich verwaltet ist, aber bei den privaten Firmen kann ich da überhaupt nicht mitbestimmen. Und das ist der große Paradigmenwandel. Ja. Das Bitcoin-Netzwerk ist eben, das ist ein Open-Source-Code, jeder kann hier Contributor werden, jeder kann hier sich freiwillig melden, um den Code weiterzuentwickeln. Die Frage ist natürlich, hast du die Computerkenntnisse oder mathematischen Kenntnisse, hast du die Möglichkeit, dich da einzuarbeiten, aber theoretisch, da gibt es zwar praktische Eintrittsbarrieren, aber da gibt es niemanden, der dann sagt, ja, da kannst du jetzt mitmachen oder nicht mitmachen. Es ist dann aber nicht gerade so wieder mit der neuen Entwicklung, dadurch, dass, du hast gerade gesagt, nicht jeder hat die technischen Kenntnisse. Das macht es ja auch wiederum schwieriger und dadurch bekommt ja nicht jeder Zugang zum Internet. Also denken wir nochmal an das Web 2 zurück, wie das entstanden ist, dass man ja nicht einfach so auf ein Protokoll bauen konnte, jemand, der das nie gemacht hat. Und daraufhin entstanden ja die ganzen Ebenen. Also diese Entwicklung geht ja auch deswegen mit diesem neueren Web 3 hin, dass man ja doch irgendwie Schichten bauen muss, in Anführungszeichen, um den Zugang für den Menschen zu ebnen. Naja, gut, das mit den Blockchain-Layers ist wieder ein bisschen was anderes. Hier ging es darum, mehr Flexibilität in der Protokollweiterentwicklung, die weniger zu zentralisieren, weil wir sagen zwar, oder viele im Web 3 oder in Krypto sagen zwar Decentralized Web oder dezentrales Web oder wie auch immer, aber ja, es ist dadurch, dass die Netzwerkknoten gemeinschaftlich verwaltet werden, ist es geografisch dezentral. Diese Netzwerkknoten können von Menschen und Institutionen verwaltet werden, die überall sitzen. Ja. Es ist geografisch dezentral, es ist ökonomisch in gewisser Weise dezentral, weil unterschiedliche Leute oder Institutionen hier mitmachen können. Das heißt, aber es ist zentralisiert über den Code. Ja. Das heißt, diese Unique Point of Failure, von der man immer spricht, die man gerne abschaffen will, das ist ein bisschen ein Irrglaube, dass es den im Web 3 nicht gibt. Den gibt es schon, und zwar rund um den Code. Wenn es darum geht, hier ist der Code und der Code ist wirklich, das ist zentraler, geht es überhaupt nicht. Das ist die zentrale Verwaltungsstelle, auf die man sich von mir aus, ja, das stimmt, gemeinschaftlich geeinigt hat. Wer aber bei dieser Gemeinschaft machen kann, wie du auch richtig sagst, ist tatsächlich, hat oftmals praktische Barrieren. Weil wer versteht denn den Code überhaupt? Ja? Selbst ich verstehe ihn als sozusagen jetzt bereits jahrelange Blockchain-Expertin. Ich bin jetzt, selbst als einfacher Programmierer verstehst du es oftmals nicht. Das ist wirklich so eine ökonomische Priesterklasse, sage ich immer. Das ist eine Handvoll von maximal ein paar hundert Leuten, die zu diesem Bitcoin-Source-Code über die Jahre beigetragen haben. Wenn du dir überlegst, dass Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen dieses Protokoll verwenden, also zumindest in Zukunft Milliarden Menschen, jetzt erstmal ein paar Millionen Menschen, dann ist ja das aber nur 300 zu beitragen. Viel mehr haben die Einblicke nicht. Ja? Weil das eine ist, dass du es theoretisch verstehst, und das andere ist, dass du die Komplexität, es wird ja auch immer komplexer, du musst dich ja einlesen. Das ist ja, und diese Kapazität, selbst wenn du es theoretisch verstehen würdest, hast du die Zeit. Ja? Das heißt, wir müssen wieder Leuten vertrauen, den Blockchain-Experten, die dann auf Twitter ihre Meinung äußern, die an diesen Protokollen mitarbeiten, und dann, wenn es zu irgendeiner Abstimmung kommt, upgraden wir den Code oder nicht, kann ich jetzt mit meiner Wallet sagen, ja oder nein. Ich kann hier jetzt mitmachen, aber verstehen im Detail tue ich es auch nicht. Ja? Selbst ich nicht. Ja? Muss ich mich mit diesem Thema so sehr stark, also im Detail, muss ich dann auch diesen Super-Experten vertrauen. Und aufgrund dessen ist dieser Modular Blockchain Approach, wo du sozusagen einen Exekutionslayer hast, einen Hauptlayer hast und dann andere Layer hast. Das gibt es im Ethereum-Ökosystem und in anderen. Selbst Bitcoin hat das jetzt auch mit seinen Ordinals und Inscriptions so gemacht, dass das auf einem sozusagen zusätzlich auf einem Meta-Protokoll stattfindet. Ja. Das ist halt gut, weil du hier Innovation erlaubst, ohne in diese
über einen zentralen Mechanismus des Spielregel, also des Protokoll-Upgrades, alles immer zentral entscheiden zu müssen. Auch wenn es gemeinschaftlich ist, aber es läuft sozusagen, die Zentralität findet über dieses Protokoll statt. Ja. Und um vielleicht deine Frage nochmal zu antworten mit Web 2 und Web 3, weil ich habe mich ein bisschen Ja, verloren. genau. Also Also du hast mich Konkurrenz gefragt, oder also Konkurrenz ist nebeneinander, parallel weiter Web 2 und Web 3 oder wird es eine Suppe irgendwann werden? ja, also wenn ich mir jetzt es sind tatsächlich, die meisten von uns verwenden noch Web 2 Applikationen und es gibt zunehmende Menschen, die Web 3 Applikationen verwenden. Das findet jetzt parallel statt. Das ist ganz ähnlich wie zum Beispiel hier Video on Demand und Kino gehen. Es gibt nach wie vor Kino. Also es gab immer früher oder überhaupt, also wenn wir uns die Geschichte des Kinos ansehen, vor 100 Jahren konntest du nur ins Kino gehen. Keiner hatte einen Fernseher zu Hause, geschweige denn von Videorekordern oder irgendetwas oder Video on Demand. Das heißt, um einen Film zu sehen, musstest du in deinem Dorf ins Kino gehen oder in deiner Stadt, wo auch immer es das gab. Als der Fernseher gab es nach wie vor Kinos, aber Menschen konnten halt auf einer neuen Infrastruktur sich Bewegtbilder ansehen. Ja? Und dann hatten zunehmend Leute, aber dann warst du halt zu Hause zentralisiert, sozusagen. Und alle saßen, wenn sie überhaupt einen Fernseher hatten, rund um einen Screen und meist hatte nur einer in der Nachbarschaft einen Fernseher. Dann hatte jeder zu Hause einen Fernseher und irgendwann in den 80er Jahren sind die Fernseher so billig geworden, dass jeder zu Hause in jedem Zimmer, jeder hat dann seinen eigenen Fernseher oder Mini-Fernseher bekommen. Ach so, in der Zwischenzeit kam dann die VHS-Kassette, die war total böse. In den 70er Jahren hat man genauso darüber gesprochen wie über Bitcoin. Das sind nur die Piraten, die das verwenden und die Raubkopien. Und die Filmindustrie hat sich hier sehr, sehr lange dagegen gewehrt, weil sie ja ihr Geschäft übers Kino gemacht hat und übers Fernsehen. Aber sie wusste nicht, wie sie über VHS. Und es war so lange, diese Raubkopien waren so erfolgreich, dass irgendwann die Filmindustrie gesagt hat, okay, jetzt werden wir selber auch über diese VHS-Kassetten unsere Filme vertreiben. Und es ist dann ein großes Geschäft für die geworden. Trotzdem gibt es noch das Kino. Trotzdem gibt es auch noch gab es lineares Fernsehen. Und jetzt gibt es Netflix. Die meisten, unsere Generation oder vor allem die ganz Jungen, wir sind ja jetzt eine unterschiedliche Generation, aber selbst ich, die meisten heutzutage sehen alles online auf ihrem Handy an. Ja? Dennoch und haben wir irgendwo Web zu Hause 2 und einen Web großen 3. Screen. Genau, und genau dasselbe ist mit Web 2 und mit Web 3. Ich glaube, wir gehen zunehmend in eine Welt, wo Menschen Web 3-basierte Applikationen verwenden. Aber es wird sozusagen serverbasierte Applikationen trotzdem geben, dort wo es notwendig oder das schneller ist oder dort wo es für die Sicherheit auch wichtig ist. Zum Beispiel, wo wäre das? Naja, überall wahrscheinlich. Ich glaube, dass die staatliche Verwaltung auf serverbasierten oder zumindest föderierten Blockchain-Netzwerken stattfinden wird, aber sicher nicht auf öffentlichen Blockchain-Netzwerken. Im Militärbereich ganz bestimmt. Ja? Also niemand wird im Militärbereich, nationale Sicherheit wird, oder Atomkraftwerke werden sicher nicht auf einem öffentlichen Netzwerk exekutiert werden. Und das sind dann wahrscheinlich die, oder ja, wir sehen sie jetzt auch schon, viele der NFTs, also nicht fungiblen Tokens, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie ein Asset repräsentieren, oftmals dem Metadaten zugeschrieben sind. Ja, also ein NFT, das ein spezielles Kunstwerk in der realen oder in der virtuellen Welt repräsentiert oder zum Beispiel die Herkunft einer Kilowattstunde. Ja? Diese Metadaten, die mit der Herkunft einer Kilowattstunde zu tun haben oder die Metadaten, die mit der Herkunft und mit den Informationen zu diesem Kunstwerk zu tun haben, die werden oftmals heute noch zentral verwaltet, einfach weil diese dezentralen Datenbanksysteme noch nicht so weit entwickelt sind. Das heißt, selbst heute, wo ich mir denke,
okay, ich kaufe hier ein NFT, super, es ist alles dezentral, ist es oft Mhm. nicht. Ja, der NFT Ja. selber wird zentral verwaltet, dezentral verwaltet vielleicht auf Ethereum, zunehmend jetzt mit den Ordinals und so auf Bitcoin, aber oftmals werden heute noch diese Metadaten zentral oder semizentral verwaltet. Wie Mhm. sich das in der Zukunft entwickelt, wissen wir nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, dort, wo es schneller sein muss, als es ein öffentliches Netzwerk kann, dort, wo es sicherer sein muss, dort werden eher zentrale oder semizentrale Systeme verwendet. Das heißt, man könnte, das ist ja auch häufig so, dass mittlerweile große Technologieanbieter aus dem Web2-Bereich sagen, ich integriere NFTs auf meinen Plattformen, auf meinen Social-Media-Plattformen. Daraus entstehen ja im Grunde ja größere, digitalere Netzwerke, die uns Menschen, also dann, das ist einfach noch ein ganz wichtiges Thema. Wie wirkt sich ein Web3 auf, ja, auf die Teilnehmer aus im Internet? Also was machen Kryptowährungen mit uns sozialökonomisch? Vielleicht darauf auch nochmal die Frage. Ja, ich glaube, ein gutes Beispiel ist das, was vor einigen Jahren Steemit war, beziehungsweise heutzutage FriendTech. Also zum Beispiel das Beispiel eines dezentralen sozialen Netzwerks. Heute, wenn du bei YouTube deine Videos auch hochlädst, hast du keine Möglichkeiten, direkt damit Geld zu verdienen. Naja, am Anfang, früher hattest du keine Möglichkeiten, jetzt kannst du sozusagen über Werbeeinnahmen, wenn du Werbeeinnahmen, also Werbeschaltungen akzeptierst, kannst du so Geld verdienen. Und wenn du sagst, nee, Werbung ist zu blöd, möchte ich hier nicht bei meinem Content, dann kannst du über deinen Influencer-Status durch Sponsoring eventuell oder Förderungen Geld verdienen. So. Ähm, Im Web 3 haben wir gesehen, da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass du zum Beispiel Steemit war ein frühes soziales Netzwerk, das ist jetzt leider aus verschiedenen Gründen irrelevant geworden. Warum? Das analysiere ich in einem meiner Bücher, Thousand Purpose-Driven Tokens. Steemit war sehr erfolgreich, hatte über 1 Million User innerhalb von 1, 2 Jahren, 2015, 16, 17. Ja. Ich habe Leute gekannt, die sich einen Teil der Miete damit bezahlen konnten, weil du sozusagen mit netzwerkeigenen Steam-Tokens dafür bezahlt wurdest, wenn du Content produziert hast und da hochgeladen hast, aber auch die Kuratoren, also jedes Mal, wenn jemand das geliked hat, das heißt irgendwie dezentral mit kuratiert hat über das Liken, hat auch die Person, die das geliked hat, Netzwerktokens bedienen können, in Mhm. Funktion dessen, wie populär das war. Leider war diese Tokenökonomie ein bisschen nicht sehr nachhaltig gestaltet, dass im Laufe der Zeit das äh, eigentlich die bevorzugt hat, die mehr Netzwerktokens hatten und nicht die, die Qualitätscontent produziert haben. Weil Also die Qualität, falschen es waren Anreizmechanismen die falschen gesetzt. Anreizmechanismen, aber die Idee war die richtige. Ja? Mhm. Es gab für sowohl Content Creators als auch für Konsumenten die Möglichkeit, dass sie für ihre Aktivität auf den sozialen Netzwerken, egal ob das die Konsumaktivität war oder die Produktionsaktivität, Geld verdienen konnten. Direkt über netzwerkeigene Tokens. Und über diese Netzwerktokens konnten sie auch mitbestimmen, wie sich sozusagen die Regeln in diesem Netzwerk, wenn sie sich ändern, wie sie sich ändern. Ja? Sie konnten Mhm. sich einbringen. Das ist der große Paradigmenwandel. Also für die Leute, die an diesen gesellschaftspolitischen Themen interessiert sind, bietet es sich vielleicht an. In meinem Buch analysiere ich Use Cases, vor allem jetzt in dieser dritten Auflage von Token Economy. Das sind ja 3 Bücher und eines ist wirklich dem gewidmet, diesen dezentralen Organisationen und den, was ich Purpose-Driven Tokens nenne, also diese Netzwerk-Tokens, die das mitmachen und mitbestimmen in diesen Netzwerken Mhm. belohnen. Und da habe ich 6 Anwendungsbeispiele angefangen von Bitcoin, MakerDAO, Social Tokens, Telekommunikationstokens, Biodiversity Tokens, ganz, ganz verschiedene Use Cases, die ich da analysiere. Und ich glaube, dass man erst im Detail dieser unterschiedlichen Use Cases dann die Vielfalt der Möglichkeiten dieses neuen Web 3s, der Tokenisierung, erst verstehen kann. Und das Web 3 ist zwar schon da, aber die meisten von uns verwenden es nicht, sage ich immer. Ja? Mhm. Es sind nur ganz wenige, die bei diesen neuen
Web3-Applikationen noch mitmachen, relativ zur Gesamtbevölkerung. In welchen Branchen siehst du Web3 in den nächsten Jahren auch voranschreiten? Also Finanzbranche, DeFi, bleiben wir im Technologiesektor, ist man ja allgemein ist ja ein kleiner Untersektor. Wir haben ja Web3 auch in ja, Gesundheitsbranche beispielsweise, Verwaltungsbranche, Immobilienbranche, Landwirtschaft. Also gibt es so konkret Entwicklungen, wo du feststellst, vielleicht an einem konkreten Beispiel, da tut sich was? Ja, das große Schlagwort zurzeit ist DePIN, Decentralized Physical Infrastructure Networks. Das sind zum Beispiel Infrastrukturnetzwerke rund um Solarpanels, also sozusagen, wenn jedes Solarpanel seine eigene Blockchain-Wallet hat und jede Kilowattstunden-Transaktion sozusagen abgerechnet werden kann von Solarpanel zu Solarpanel. Diese Infrastrukturen werden gerade aufgebaut, ja. Dass auch die Regulierung in Europa geht ja zur Richtung, die Stromregulierung in Europa geht ja auch schon Richtung Dezentralisierung. Das würde dann das würde dann bedeuten, dass ich als Hausbesitzer oder Hausmitbesitzer, wenn es Solarpanels am Dach gibt, Geld verdienen kann mit dem Strom, das ich vielleicht weiterverkaufe an meine Nachbarn oder andere Leute, wenn ich es ins Stromnetzwerk einspeise und das Ganze, wie viel Strom ich einspeise, woher der Strom kommt und wer es dann konsumiert und auch die Abrechnung dessen kann über Blockchain-Netzwerke und andere Web3-Netzwerke, also dezentrale Datenbanken etc., weil hier gehören eben die Metadatenverwaltung auch dazu, wenn man das wirklich dezentralisiert, abgewickelt werden. Ein anderes Beispiel, das ich zum Beispiel in dem Buch 1000 Purpose-Driven Tokens erwähne, ist das Helium-Netzwerk. Das hat zwar viele Probleme im Laufe der Jahre gehabt, aber es ist ein dezentrales Telekommunikationsnetzwerk, wo jeder dann eine Telekommunikationsantenne für unterschiedliche Zwecke in seiner Wohnung, in seinem Office aufstellen kann. Du musst dann selber in diese Antenne investieren und wenn du nachweisen kannst oder die Antenne hat das Helium-Protokoll installiert und nimmt hier teil. Und indem du dann nachweist, dass du Daten weitergeleitet, deine Antenne Telekommunikationsdaten an die nächste Antenne weitergeleitet hat, kannst du Netzwerk-Tokens, Helium-Network-Tokens verdienen. Ja? Das heißt, jeder kann zum Mitanbieter von Infrastrukturdiensten wie Strom oder Telekommunikation werden, auf eine Art und Weise, wie wir das vorher nicht konnten. Ja? Machen da die Firmen mit? Also vielleicht die Frage, was machen da die Stromanbieter heutzutage, die zentralisierten Stromanbieter? Also wie gehen die damit um? Sie müssen nicht mitmachen, man kann es auch ohne sie machen. Es kommt darauf an, in Europa sind sie gezwungen, aufgrund Regulierungen, die auf EU-Ebene sozusagen schon eigentlich parallel mit Bitcoin und Web3 stattgefunden hat. Ja, also in Europa geht die Regulierung in die Richtung, dass die Stromanbieter eigentlich nicht anders können. Wenn ich es richtig verstanden habe, merken sie jetzt mittlerweile, da kommen jetzt ein paar an, das hat mit dem Web3 eigentlich nichts zu tun, sondern die Tatsache, dass diese Solarpanels so billig werden und wirklich immer mehr Leute das hat jetzt selbst Strom produzieren oder ins Grid einspeisen, das stellt gerade die Branche auf den Kopf. Web3, also sozusagen Blockchain-Netzwerke, geben hier die Möglichkeit, dass man die gesamte Datenverwaltung auf diesem neuen Internet macht, das einfach transparenter ist. Ja. Aber hier kommen einfach verschiedene, sozusagen diese Anwendungen, die mit dezentraler physischen Infrastruktur zu tun haben. Da ist Web3 und Blockchain-Netzwerke und Tokenisierung sind ein Baustein. Ein anderes Baustein ist dieses sogenannte, was wir Internet of Things nennen, nämlich diese Objekte, die man ja auch taggen muss, mit dem Internet verbinden muss. Ja. Dann gibt es diese Industrien und ökonomischen und rechtlichen Dynamiken und sozialen Dynamiken dieser Industrien kommen zusammen. Also da geht es wäre vereinfacht zu sagen, wir haben jetzt Blockchain-Netzwerke und darüber können wir alles verwalten. Ja, theoretisch. Aber wann das möglich sein wird, hängt eben von juristischen Rahmenbedingungen ab. Also ich glaube, dass wir wahrscheinlich Peer-to-Peer Solar Trading in Europa
viel früher haben werden als woanders, weil die Regulierung in Europa einfach in die Richtung schon geht. Ja? Und in Amerika überhaupt nicht und in anderen Ländern überhaupt nicht. Und das sind ja hochregulierte Industrien und wenn die Regulierung nicht da schon, aber nicht, weil sie Blockchain-Netzwerke fördern wollten, sondern weil sie das unabhängig davon gemacht haben. Ja? So, und bei Telekommunikation zum Beispiel, da gibt es die Deutsche Telekom, die ist ein großer Investor bei Helium. Also es gibt dann schon vereinzelte Telekommunikationsanbieter, aber auch im Strombereich, da weiß ich, da ist die Wien Energie also einer der größten Stromanbieter in Österreich, also in Europa, aber auch weltweit. Die sind ja nicht nur in Österreich, sondern ganz Zentraleuropa auch tätig, die sind auch im Web3-Bereich investiert. Ja? Das heißt aber nicht, dass alle Stromanbieter hier schon mitmachen. Ja? Manche Stromanbieter, manche Telekommunikationsanbieter, und das sind jetzt nur 2 selektierte Beispiele, haben schon verstanden, dass auch ihre Industrien von der Dezentralisierung der Produktion und des Konsums betroffen sein werden und wollen hier halt früher mitmachen und andere wehren sich noch dagegen, klarerweise. Vielleicht letzte Frage noch. Hier verschmelzen ja Web 2 zu Web 3 verschmelzen ja auch immer mehr die Nutzer zu Anlegern, weil jetzt kommen wir jetzt aus der Kryptoanlegerperspektive, das Kryptoasset. Kannst du vielleicht noch mal gerade den Einsteiger oder auch einfach jemanden, der in Krypto investiert ist, vielleicht mitgeben, worauf muss er achten, wenn er sich mit Tokens im Web3-Bereich befasst? Gibt es etwas, was jemand mitgeben kannst, was er wissen sollte, wenn er sagt, ich lege in einen Token auch in Form eines Investments an, nicht in Form einer Nutzung? Ich glaube, da gelten genau dieselben Regeln, die im allgemeinen Finanzbereich oder in der allgemeinen Wirtschaft gelten. Wenn du dein Geld irgendwo reinlegst, ob das die Firma deines Freundes ist oder deiner Schwester oder ein börsennotiertes Unternehmen, wenn du nicht verstehst, worum es bei dieser Firma geht oder bei diesem Unternehmen oder in dieser Branche, wie sie funktioniert, welche anderen Anbieter es gibt. Wenn du das alles nicht einschätzen kannst, dann ist es so, meiner Meinung nach, als würdest du ins Casino gehen und Roulette spielen. Dann sagst du, oh ja, irgendwer hat mir gesagt, das ist vielleicht gut, aber du verstehst davon nichts. Das ist wie Roulette spielen und hoffen, dass einer dieser 36 Zahlen deine Zahl sein wird. Ja. Wenn du verstehen willst, also wenn du dich mit dieser Branche, in die du investierst, ja, egal ob das jetzt eine Aktie ist, ja, das ist dann in einer Branche, sagen wir eine Telekommunikationsaktie oder ein Telekommunikationstoken. Wenn du die Branche verstehst, die Dynamiken der Branche verstehst, die Player verstehst, die Regulierung verstehst, ja, dann kannst du eine meiner Meinung nach bessere Einschätzung dessen haben, eine Risikoeinschätzung haben, sozusagen, wie viele Chancen dieses Projekt hat. Weil jedes Startup, die Statistiken bei Startups sind, egal ob im Web 2 oder im Web 3 oder in der analogen Welt. Wenn du sozusagen das also im Durchschnitt gesehen, von allen Startups, die gegründet werden, weniger als 10% sind erfolgreich. Ja, 70% scheitern im ersten Jahr, 90% nach 3 Jahren, vor allem im Hochinnovationsbereich. Also wenn du jetzt ein Hotel gründest, das ist nicht Hochinnovation. Aber im hochinnovativen Bereich, wo man komplett neue Sachen macht, und das ist jetzt in diesem Web 3 der Fall, das sind komplett neue Geschäftsmodelle, die eigentlich vieles auf den Kopf stellen von den Sachen, die wir kennen. Wenn du dich auskennst, dann spielst du noch immer Poker. Das ist nicht sicher. Und dessen musst du bewusst sein, wenn du anlegst. Wenn du sicheres Geld haben willst, dann geh zur Bank und eine sichere Rendite, investiere in eine Anlage, wo du eine sichere Rendite hast und dein Geld fix bindest. Selbst im Web3-Bereich kannst du heutzutage, wenn du Ether irgendwo lockst oder sowas, garantiert dann für 3 Jahre bekommen. Aber mach das bei einem Anbieter, der vielleicht nicht auf den Bahamas sitzt. Ja? FTX was not a good idea. Ja? Also das war einfach schlechte Due Diligence von allen, inklusive den Investoren. Ja? Und das heißt, Due Diligence ist im Web 3 nicht anders. Also ich weiß gar nicht, wie sagt man Due Diligence auf? Also quasi deine Finanzhaus, deine riesige Hausaufgaben machen, ist im Web 3 nicht anders als im Web 2, ist nicht anders als am Aktienmarkt, ist nicht anders als wenn du irgendwem deiner Freunde Geld
Angst. Ja? Sei dir dessen bewusst, was das Risiko ist, oder sei dir dessen bewusst, dass du nicht weißt, was das Risiko ist. Und wenn du nicht weißt, was das Risiko ist, musst du bereit sein, alles zu verlieren. Ja? Das heißt, manche Leute können sagen, okay, ich verstehe davon nichts, ich habe keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Ich gebe jetzt ein Geld, das ich auch bereit bin, zu 100% zu verlieren, irgendwo rein. Fein. Ja? Dann hast du eine bewusste Entscheidung getroffen. Aber triff keine Entscheidungen, weil irgendwer dir irgendeinen Tipp gegeben hat. Ja? Das ist keine erwachsene Finanzentscheidung. Das ist sozusagen meine Meinung. Vielen, vielen lieben Dank, Shermin. Also, ihr habt gemerkt, es ist ein unglaublich weitreichendes Feld, Web3 und Krypto. Auf jeden Fall werden Tokens unser Internet in irgendeiner Form revolutionieren. Wir sind jetzt schon dabei. DePIN ist ein Use Case, die Tokenisierung. Verschiedene Branchen beginnen bei der Finanzbranche, aber auch im Tech-Sektor und weit darüber hinaus werden uns noch begleiten. Ich danke dir für die spannenden Insights, die du uns geteilt hast, liebe Shermin. Und ja, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei uns heute. Ja, danke dir auch. Danke für die Einladung. Ja. Wenn ihr da draußen noch Fragen an Shermin oder mich habt, schreibt gern ja, eure Gedanken unter das Video drunter. Und ansonsten freue ich mich auf euch bis zum nächsten Mal. Bis dahin macht's gut und bleibt wie ich von Kryptos fasziniert. Tschüss.